Die ist ja gar nicht Vintage. Die ist ja überhaupt nicht Vintage. Nein. Willst du mir erzählen, das hat ein 5-Jähriger getragen? Ich hab's gerade. Ey, was machst du denn da? Fällt da was ein, von dem wir alle profitieren können. Und zwar von unserem 3-jährigen Jubiläum. Ja, wir gehen ins 4. Jahr und haben aktuell die besten Deals auf Uhren, auf alles Parfums. Es gibt Bundles. Merkt euch dieses Datum hier. Es wird atemberaubend. Herzlich willkommen, mein Name ist Marc Geber und heute bin ich hier zu Gast bei Sascha. Wir sehen uns eigentlich so, muss man sagen, so 2-mal im Jahr zum Video drehen. Ja. Und das hier ist jetzt das erste Mal. Für dieses Jahr? Für dieses Jahr. Das stimmt, ja. Und, Warte mal, heißt es, du willst auch einen Prank hier machen oder was ist das für ein Intro da dafür? Nein. Wir sehen uns ja 2-mal im Jahr. Heute noch ein bisschen schön, mehr oder weniger, wenn ich da noch gucke, was du mitgebracht hast, aber dein Intro kommt jetzt. Genau, also heute haben wir uns wieder was Neues einfallen lassen. Du hast ja schon eigentlich alles mitgemacht. Wir haben Parfumraten gemacht, wir haben alles schon gemacht mit dir. Ja. Diesmal geht es darum, dass wir dir eine Uhr ans Handgelenk legen. Okay. Du hast natürlich die Augen verbunden. Ja. Und dann musst du mit der Handfläche ertasten, welche Uhr das ist und anhand vom Gewicht zum Beispiel. Ah, okay. Und am Ende, das sind jetzt glaube ich 5 Uhren. Wenn du 3 richtig hast, hast du gewonnen. Du kannst den Parfum aussuchen. Und wenn du verlierst, dann bekommst du einen Elektroschock und musst dabei aus dem Wasserglas trinken. Ich muss mal gucken, wie das so wird. Ne? Wir haben es noch nicht ausprobiert, aber wir legen direkt los. Gut, dann legen wir los mit der ersten Uhr. Aber alle Uhren, die du jetzt hast, Die kennst du. die kenne ich. Ja, ja. Und die sind auch verfügbar auf www.markgeber.com. Höchstwahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich schon, ja. Okay, so, du darfst natürlich alles, ne? Was für ein Parfüm gewinne ich denn? Das darfst du ja aussuchen. Okay. Das darfst du ja aussuchen. Wir haben einige dabei. So, jetzt geht's hier los mit der ersten. Wir brauchen die Marke und den Modellnamen. Okay, ich benutze von meiner rechten Hand Nur die Handfläche. Das ist eine Lünette. Das ist übel schwer, Bro. Ist schon mal Stahl. Also es ist keine Golduhr. Das ist übel schwer. Ja. Ey, das ist wirklich kacke, ne? Das bringt mir ja gar nichts. Versuch logisch zu denken. Du musst die Handfläche für die Lünette einsetzen und so weiter. Ja, aber ich will nicht verarschen, ne? Ich setze ja die Handfläche gerade ein. Okay, pass auf. An der Schließe, ich sag das schon mal eine Rolex, weil an der Schließe ist so, da ist ein gewisses Kratzen, wenn ich jetzt so drüber gehe. Ja. Also, brauchst du was? Ah, nee, geht ja gar nicht. Nee. Deine Stimme räuspert aber richtig. Nee, mir geht's. Okay, dir geht's blendend? Ja, mir geht's blendend. Okay. Deswegen glaube ich, dass es schon mal wie so eine kleine Krone an der Schließe ist. Kann ich da was drehen? Ich kann was drehen. Ja. Ich habe gedacht, das ist eine Daytona, ne? Das ist eine Rolex, wo ich die Lünette drehen kann, aber okay. Man kann drauf kommen. Eine Rolex, aber das Drehen ist auch super leise, weil du weißt ja, zum Beispiel genau. bei so einer Sub ist es so klack. Ja. Und das ist es, warte mal, ich habe auch keine Lupe auf dem Glas. Ich habe keine Tagesanzeige. Ich fühle halt nicht, ob es wirklich nur ein Drücker auch ist, ne? Aber bei welcher, es ist kein, wie nennt sich das, Chronograph? Kein Chronograph. Es dreht sich, aber es dreht sich super smooth. Ich schließe aus Sub, ich schließe aus GMT, oder? Ey, Marc, ich weiß es nicht. Ey, das ist so krass, das ist so schwer. Ich will den Elektroschock nicht haben. Okay, ich muss aber einloggen für ein Tempo, ne? Okay. So hört sich das der Elektroschocker an. Alter, was geht bei dir für einen Film? Alles gut. Warum lachst du denn dabei so? Benutzt du das öfter und hast du Spaß mit damit privat? Das ist überhaupt nicht mein Ding. Das ist gar nicht mein Ding. Marcel, der fährt darauf ab, aber. Okay, ich muss was einloggen. Ich komme aber nicht drauf. Du kommst logisch drauf. Geh doch logisch vor. Ja, ich gehe doch schon logisch Sag vor. alle Modelle. Die mit einer drehenden Lünette. GMT, Submariner. Die Uhr, die Jens hat, diese goldene. Wie heißt die? Der hat so eine Uhr, die ist riesig. Yachtmaster. Ist es eine Yachtmaster? Ist eine von, kannst du das sagen, ist eine von den 3 Uhren, ist es das? Ja. Ja? Ja. Dann gehe ich mit der Yachtmaster. Ja, guck. Yachtmaster. Erste Runde noch geholt, Oh muss man mein sagen. Gott. Aber man kommt logisch drauf, ne? Es ist übel schwer, Marc. Ist schwer, aber man kommt logisch drauf. Ja, man kommt logisch drauf, wenn man die Dinger verkauft. Natürlich kommst du logisch drauf. Die Uhr könnte dich am kleinen Zeh berühren und du könntest sagen, was für ein Modell das ist. Du wüsstest sogar, dass sie so Goldelemente noch hat. Ja, wir machen weiter mit der nächsten Uhr. Erste Runde für dich und Okay. einen Schritt weiter weg von den Stromschlägen. Ey, wie er es nochmal betont. So, pass auf. Ich habe auch schon low-key Angst, dass du mir den Elektroschocker umziehst. So, Sascha, welche Uhr ist das? Bam. So, ist das jetzt Jetzt habe ich dich auf Ideen gebracht. das ist zu eng? Nee. Oh, ja, doch. Wow. Wow! Warum ist die so eng? Kann man einstellen. Ist ein Frauenmodell. Also, Nee. Nein. Willst du mir erzählen, das hat ein 5-Jähriger getragen? Ich hab's gerade angepasst. Ich hab's gerade enger gemacht. Boah. Das ist so quatschig, Marc, was ich hier mache. Das ist so blöd. Hey, so ein Samstagmorgen ist doch super dafür. Aufbauhöhe ist riesig, finde ich. Aufbauhöhe ist riesig. Ich kann nichts drehen. Warum habe ich zugesagt? Hätten wir nicht einfach einen Kaffee trinken gehen können? Aber geht ja gar nicht. Oh, Mann. Natürlich. Ja. Warum ist die so eng? Ich habe das gerade gemacht, ich kann die auch weiterstellen. Hast du irgendeine Idee? Gar nicht. Das Armband ist aus Gummi.
Korrekt. Die Schließe ist... Hä, wo ist die Schließe? Die Schließe ist voll klein, oder? Bin ich blöd? Ja, nee, das Gummi geht krass lang. Die Schließe ist winzig. Warum ist die Aufbauhöhe so riesig? Kann nichts drehen. Die Uhr ist fest so. Aber welche Uhren gibt es am Kautschukband so? Viele? Okay. Also, willst du jetzt von mir Marken hören oder Modelle? Kautschukband kann sein Daytona. Genau. Kautschuk- Ja, aber das wird an sich. Ja, okay. Mhm. Ja, aber hier sind keine... Nee, das fühlst du schon. Das könnte eine Audemars Piguet sein, oder? Offshore, aber dann wäre die doch größer, oder nicht? Ich kann es nicht einschätzen. Ich habe auch nicht so ich habe halt nicht so große... Also meine Hände sind okay, aber wenn ich so drauf pack, dann ist... Die ist auch nicht so... Die ist nicht so groß, weißt du? Ich glaube, so eine AP, die ist riesig. Das wäre ein Transformer im Handgelenk. Aber es fühlt sich gerade so an, als ob das nicht so wäre. Ich sag auch, wenn es eine Rolex wäre die Schließe länger. Ja. Die Schließe ist nicht so lang. Rolex schließe ich aus. Darf ich auch die Seite von meinem kleinen Finger benutzen oder nur das Das hier? kannst du auch machen. Kenne ich die Marke? Ja, 100%. 100%? Ja, 100%. 1000%? Ja. Okay, Rolex ist raus. Okay, Marc. Ich sag, das ist markentechnisch... Ich gehe, auch wenn es keinen Sinn macht, Audemars Piguet Offshore. Okay. Fast. Es ist, dass du darauf nicht gekommen bist. Marc, wie? Hublot? Wie? Hublot? Ja, wie, Marc? Wie? Ja, ey, das ist doch Marc, wie? Hublot wird man schon easy feststellen. Wie denn? Ey, du Guck mal, redest immer- Offshore wäre eckig hier. Offshore wäre eckig. Das hier ist rund. Ach so, ja, stimmt. Wie konnte ich nur vergessen? Ich hatte doch noch letzte Woche meine Offshore an. Ja. Wie konnte ich das nur vergessen? Marc, ey, ich bin ehrlich, okay? Okay. Die letzten Male, als ich eine Uhr getragen habe, war das... Ich hatte doch eine Uhr an, als wir gemeinsam waren. Ja. Was für eine hatte ich denn? Datejust weißes Ziffernblatt. Ah, genau, stimmt. Ja. Aber jetzt gerade habe ich keine Uhr, deswegen... Ja. Wir machen weiter mit der nächsten. Okay, wir haben keinen Chronographen, wir haben Metallarmband. Oh, okay. Das ist ein Heimspiel. Die Uhr bringt eine gewisse... Ja. Bringt die? Ja. Nein, oder? Doch. Ja. Ey, ist es Gold? Ist es Gold? Ist so. Also die Uhr ist Vintage. Klingt so Gold? So klingt eigentlich Stahl, oder? Aber eigentlich ist sie auch schwer, aber eigentlich ist sie auch leicht. Es könnte so Vintage Gold sein, oder? Klappert so eine Vintage Golduhr? Das Ding ist, pass auf, ich gehe dir jetzt mal folgende Szenarien in meinem Kopf durch. Das Armband, sage ich wieder, da ist so ein Stück, eine Schließe, was so reibt, Krone, Rolex. Ja. Das Armband ist, pass auf, es ist so, es könnte, glaube ich, so das Präsidentenarmband sein, was dann eine Day-Date wäre. Aber ich meine, es gibt auch Armbänder für Datejust-Uhren, die so sind quasi. Das ist dann nicht Oyster, sondern Jubilee. Jubilee. Aber dafür ist, ich habe schon mal Jubilee-Armbänder gesehen, die quasi nicht, die auch eine also dass die Schließe Crown Clasp, ja. Wie? Crown Clasp, dass nur die Krone da ist. Ja, genau. Aber aus gegebenem Anlass, Marc, nee. Ich glaube, das ist zu schwer für eine Nee, die Stahluhr wäre viel leichter. Ich sag, das ist eine Rolex Day-Date, Vintage, eine ältere. Guck nach. Die ist ja gar nicht Vintage. Die ist ja überhaupt nicht Vintage. Hä, die ist ja brandneu. Ja. Hä? Aber die ballert schon, ne? Woher hast du die denn? Ja. Ey, ich hätte schwören können, es sind 36 mm Echt? Vintage. Und ich sag noch so, das klappert und so. Ne, ist brandneu. Warum klappert denn das dann so aber? Das ist ein bisschen zu weit. Aber wir lassen es mal durchgehen, ja. Es war richtig gesagt, Modell und Marke war richtig. Ja, Aber natürlich, ja, wir lassen es mal durchgehen. Ich sag Rolex, Day-Date, Vintage ist ja nur so ein... ja, ich sag doch nichts. Was kostet die denn? Die kostet 56. Aber du hast eine geilere im Shop, ne? Die kleinere, ja. Also Ja, die kleine ist Nummer geiler. kleiner. Aber die hier, finde ich, ist auch schon sehr gelungen. Ja, voll. Wie So. viele habe ich? 2 richtig. Du hast 2 richtig, eine Okay. falsch. Okay, Sascha, komm. Komm schon. Ja, ich bin stolz auf mich. Ich sag dir ehrlich, dass ich 2 richtig habe, finde ich nicht schlecht. Okay. Aber ich glaube auch, du hast mir... Die Yachtmaster war Glück. Ja. Ja, ehrlich, ich muss erstmal auf mich wirken lassen im Moment, weißt du? Das Problem ist, es ist so wie wenn man Stadt, Land, Fluss spielt. Ne? Man muss halt in dem Moment auf Dinge kommen. Ich bin so dumm, das habe ich nicht einmal gemacht, ne? Ich bin so dumm. Man kann ja vom Rotor schon was ableiten. Finde ich extrem. Das Ding ist, ich habe immer Angst. Sag mal, ist die Uhr jetzt geflippt? Yes. Oh, das ist echt, also ich weiß gar nicht. Ja, jedes Einerseits ist Uhren, so wenn Leute über Uhren reden, kann es sehr schnell sehr unangenehm werden, weil Uhrentalks meistens cringe sind. Aber ich finde aber mit auch dir ein bisschen langweilig meistens. Ne? übel langweilig, ne? Aber mit dir geht es. Deswegen, Marc, ich sag dir eins, ich finde den Rotor zu hören übertrieben nice. Okay. Ey, wenn du eine Rolex, und ich liebe die Marke, ich glaube, das ist die Marke, mit der ich mich am meisten, also wo ich am meisten Wissen habe, würde ich so behaupten. Aber wenn du da drehst, Elektroauto, nichts. Aber wenn du hier drehst, das klingt irgendwie so, als ob so ganz kleine, feine Plastikzahnrädchen, sind es natürlich nicht, aber so, weißt du, so Ja, Monster AG-mäßig. Ja. Also ich sag dir, die Uhr ist folgende, ich sag, das ist eine Patek Philippe. Ja, das Armband, weißt du warum? Das Armband, eine Nautilus hat so
wie so ovale Elemente jeweils in der Mitte. Und es fühlt sich so an, vielleicht liege ich auch komplett falsch, aber ich sag, das ist eine Patek Philippe Nautilus. Ich guck. Ja, guck nach. Ah, fast. Ja, das passt, mein Lieber. War aber gut. Cartier Santos, deutlich günstiger. Stahlgold, auch witziges Modell, ne? Muss man sagen. Da ist ein Null-Element in der Mitte, weil wen laber ich voll, Marc? Wen laber ich voll? Gar nichts. Also 2-2, Finale. Jetzt Finale entscheidet. Ich war mir so sicher. Jetzt Finale entscheidet, Sascha. Okay, hier ist gar nichts. Ich glaube, die Uhr hat auch kein Uhrwerk drin tatsächlich. Das ist ein Dummy. Das ist ein Dummy. Die Uhr hast du selber gebastelt bei dir zu Hause. Die 5. und letzte Uhr, die kannst du nicht erraten. Marc Gebauer Konzeptuhr. Kenn ich die Marke? Ja. Okay, Lünette ist... Ich habe dir keine gegeben, die du nicht kennen Okay, kannst. Lünette ist fest. Dreht sich da überhaupt was? Ist es überhaupt eine Automatikuhr? Es gibt auch Handaufzug, das stimmt. Okay, Lünette muss fest sein. Nee, da ist was gerillt. Warum sollte was... Ist es gerillt? Ja, auf jeden Fall. Das ist so wie eine kleine Säge. Eine Säge, die jetzt nicht scharf ist, aber warum sollte man das machen? Taganzeige, Lupe, check. Okay, eine Lupe habe ich schon mal. Das heißt, die Uhr zeigt mir auf jeden Fall schon mal ein Datum an. Ist es eine Rolex? Ich habe halt wieder... Das Ding ist, ja, muss sein. Weil wenn ich hier über die Schließe gehe, habe ich wieder so dieses Kratzen, weißt du? Die Schließe ist schon mal ein guter Indiz, aber Aufbauhöhe... Darf ich auch so? Da darf ich? Ja, ja. Hä? Aber ich kann es nicht drehen oder reicht meine Kraft nicht von der... Ich darf nicht so machen, ne? Nee. Ich sage dir schon mal eins, Marc. Ich freue mich gleich auf das Wasserglas. Ich habe gar keinen Plan. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Die Schließe, es fühlt sich alles so komisch. Die Schließe ist auch so komisch oval auf einmal. Die wird so mehr oder ich kann es gar nicht beschreiben irgendwie. Ich bin komplett... die Uhr ist still. Still. Einfach still. Ja. Es sind Zacken an der... Lünette. Aber ich krieg sie nicht gedreht. Ich habe eine Tagesanzeige. Das Armband fühlt sich auch komisch an. Ey, das ist so schwer. Wow. Warte mal, GMT kannst du rechts und links drehen. Ja. Das nur in eine Richtung. War wirklich zu schwach, ne? Was ist es denn? Geh doch die Marken durch. Die Marken? Panerai ist es nicht. Panerai hat einen anderen Verschluss. Rolex, sagst du, wenn ich die Marken durchgehen soll, ist es keine Rolex. Vacheron, Constantino oder so, die du liebst, aber ist es auch nicht. Omega, nicht. Patek oder AP. Ich kenne die Marke. Eine Swatch ist es auch nicht. Navy Blue wird es auch nicht sein. Das ist wirklich schwer. Du gibst mir keinen Tipp, ne? Komplett auf mich alleine gestellt. Die Zuschauer wollen halt sehen, wie du das Glas Wasser trinkst. Ne? Es bringt nichts. Ich trinke das Wasser. Ich sag, es ist eine Submariner Rolex. Guck nach. Hast du noch Glück gehabt? Warum fühlt sich... Ist eigentlich nichts anderes dran. Du hattest die Uhr auch, aber nicht als Hulk. Aber Marc, es hat sich alles so anders angefühlt. Ja. Krass. Okay. Ich trinke das Wasser trotzdem. Ja. Ich weiß schon, du wolltest darauf hinaus, ne? Die Zuschauer wollen es sehen, ich trinke das Wasserglas trotzdem. Super, Marc. Nee, freut mich, dass du da bist, ne? Na, wie läuft's? Fasten gut? Ja. Na, es freut mich. Oh, darauf habe ich ja super Lust, ehrlich. Du zu mir sagst, geh mal die Marken durch und ich bin bei Rolex festgefahren. Marc, ist übrigens eine krasse 31er-Aktion, ehrlich. Geh mal die Marken durch, ne? Was gibt's denn noch? Na, sag doch mal. So. Oh. Hast du schon mal gemacht? Nee, ich hasse es. Hast du es bei Dings gesehen? Bei Trimax? Nee. Nee, da haben die Jungs das auch gemacht. Okay, ey, ich hasse das. Übertreib nicht. Ich habe es wird nicht übertrieben. Okay, auch kurz. Ey, was machst du denn da? Nein, das ist nur an jetzt. Okay. Ich trink, du machst. Und ich mach's sofort aus. Ey, wir machen jetzt hier keine Show. Ich will nicht beginnen. Eine Minute, nachher Will zappel ich keine ich hier wie ein Fisch, okay? Bist du bekloppt? Ich will nicht Ich habe gewonnen, aber ich hasse sowas. Wirklich, wir haben gerade gesprochen, so damals auf dem Pausenhof, ich habe nie wieder ein Kaugummi gefragt. Einmal gezogen. Ach so, das meinst du? Ja. Oder kann ich mal einen Stift haben, drückst drauf. Seitdem nie wieder. Nie wieder. Keine Kaugummis, keine Stifte. Ich habe noch zu Hause, glaubst du, ein Kaugummi rumfahren. Ey, ich kann das gar nicht ab, ne? Alles lieber als Elektroschocks. Warte. Okay, aber muss ich sagen, stabil. Aber dass du es gehalten hast. Hey, was passiert da? Innen drin, ey, mein Muskel zuckt noch nach. Innen drin ist wie eine Welle. Okay. Aber du kannst aushalten. Warte, was soll ich machen? Meine ganze Konzentration ist im Trinken. Okay, warte, übertreib nicht. Nein. Übertreib nicht. Ich übertreibe nicht. Ey, ist aber auch ein bisschen unfair, weil du am Fasten bist. Übertreib nicht, Marc. Ja, okay. Warte. Hey, okay. Übertreib. Marc, ey, mach. Ich mach da nichts. Zurück. Ist alles gut. Ich mach da nichts. Das ist nur auf Dings. Auf was? Auf was, Marc? Auf was?
Bist du dumm? Glaubst du, ich habe nicht das Klackern gehört? Ey! Ich mach doch nichts. Ey! Warte. Okay, ciao, das war... Keine Chance. Nee, das war's. Gut, Sascha, an dieser Stelle. Nein, ich würde es niemals machen. Ich fahre da auch Alter, überhaupt nicht drauf ab. Es zuckt ja noch nach, ne? Aber es ist schon behindert, ne? Ey, jetzt gerade, sag ich dir ehrlich, ging gar nichts mehr. Das davor war noch so, ein Stück ist möglich, aber jetzt gerade habe ich ja alles verloren. Aber stabil, dass du es trotzdem gemacht hast. Aber du darfst dir natürlich auch ein Parfum aussuchen, wie sonst auch immer. Wow, nicht so schnell. Ihr wollt bestimmt wissen, was Sascha sich ausgesucht hat, was die besten Parfums sind. Leider hat er ein bisschen zu lange dafür gebraucht und es ist ein separates Video quasi über die Düfte. Das einzig Gute ist, dass wir am Freitag unser Jubiläum haben und ihr da diese ganzen Düfte entweder umsonst oder zu sehr günstigen Preisen bekommt, je nachdem, wenn ihr Bundles kauft, ist sogar gratis. Unglaublich. Also von daher wartet auf Teil 2 und dann geht's los. Sascha erzählt euch mehr über die Düfte und es ist ein eigenständiges Video geworden.